Der Franz Müller und seine Frau Bernadette haben ihr Berufsleben ganz der Schuhbranche verschrieben. Zuletzt haben die beiden zusammen in der Kibut-Produktion Zenwald im St. Galler Rintal gearbeitet. Ins Berufsleben eingestiegen ist der Franz Müller bei Balli. Ursprünglich als Mechaniker, später dann als Schuhfertiger. Dank seinem außerordentlichen Engagement und seinem Herzblut für die Schuhe ist der Franz Müller auf der ganzen Welt herumgekommen. Er hat für verschiedene renommierte Schuhfirmen gearbeitet und Produktionen im Ausland aufgebaut. Durch das kennt der Qualitätsunterschied der verschiedenen Länder bestens. Die Schweiz neigt natürlich zu hoher Präzision. Und das macht natürlich in der Produktion und für das Produkt nachher einen hohen Präzisionsstandard. Und den erreicht man wegen anderen Mentalitäten, wegen anderen Kulturen, nicht gleich im Ausland. Das ist der Unterschied. Auch wenn sich der Franz Müller gerne an die verschiedenen Stationen im Ausland erinnert, ist irgendwann der Wunsch in ihm aufgekommen, wieder in seinem Heimatland zu arbeiten. Man fühlt dann doch immer wieder, dass man die Wurzeln halt daheim hat, und zwar dort, wo man herkommt. Und als ich einmal bei einer Tochter zu Besuch war, habe ich in der Zeitung gelesen, dass Kibun, der Karl Müller, Schuhe produzieren in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht eine Chance, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Diese Chance hat der Franz Müller gepackt und sich bei Kibun gemeldet. Das, obwohl er dort mal den Schweizer Luftküssenschuh Kibut noch gar nicht kennt hat. Ich habe das erst kennengelernt durch das erste Kennenlernen von Karl Müller und Markus Bartolet. Und das Produkt hat mich aber fasziniert, weil es einfach nicht nur ein klein, sondern es war etwas ganz Spezielles, das ich vorher so nie erlebt habe und nie gesehen habe. So ist es gekommen, dass der Franz Müller seinen Job als Produktionsleiter im Ausland gekündigt hat und zurück in die Schweiz gekommen ist, um hier eine neue Produktion aufzubauen. Durch das musste er auch wieder selber an jedem einzelnen Schuh Hand anlegen. Für ihn war es ein Schritt zurück zum Handwerk. Es war natürlich sehr spannend und vor allem wieder sehr lehrreich, weil ich ganz Neues gelernt habe, vieles, was ich gewusst habe, einfach in abgeänderter Form wieder einbringen. Und vor allem war es sehr spannend und interessant, mit jungen Leuten wieder zusammen zu arbeiten und dabei zu bleiben, wie es aktuell im Leben zu und her geht. Trotz seiner breiten Erfahrung aus der Schuhindustrie ist es Franz Müller bei Kibun nicht langweilig geworden. Die Herausforderung war wieder ganz neu. Man hat von null angefangen, man hat Pionierarbeit gemacht. Da denke ich zurück, dass wir in der Werkstatt, wo man Zollenmaschinen hergestellt hat, angefangen haben, Schuhe zu produzieren. Man musste wieder völlig improvisieren. Und das Spannende an der ganzen Angelegenheit war, man hat Leute von der Straße geholt, weil man nicht ausgebildete Leute hatte, und hat die müssen zu Fachleuten, angelernten Fachleuten, herbilden. Dabei hat Franz Müller auf die Unterstützung von seiner Frau Bernadette zählen. Die hat in der Produktion tatkräftig angepackt und so ihren Mann auch als Chef kennengelernt. Also als Chef war er eigentlich ein strenger Chef, muss ich sagen. Und von seiner eigenen Frau hat er eigentlich immer ein bisschen mehr verlangt als von den anderen Angestellten. Zusammen arbeiten und zusammen leben, das bedeutet viel Zündstoff. Das Trennen von Geschäftlichem und Privatem ist gar nicht einfach. Wenn ich ab und zu den Eindruck hatte, jetzt geht es wieder zu fest, berufslastig, dann haben wir einmal einfach in einem Spaziergang gesagt, jetzt reicht es vom Beruf, jetzt sind wir uns lieber an der Natur freuen oder an der Umwelt. Das gemeinsame Arbeiten bei Kibun war für Bernadette und Franz Müller alles in allem eine grosse Bereicherung. Umso schwerer ist es den beiden gefallen, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Ja gut, bei Kibun hat man doch von der Basis her ist man als Pionier dabei geblieben. Man hat mit ganz primitiven Mitteln angefangen. Man ist zu technischen, hochwertigen Arbeitsabläufen gekommen. Und man hat auch privat, hat man auch durch das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten mit den Besitzern, hat man natürlich ganz andere, tiefere Erlebnisse gehabt. Und das habe ich dann gemerkt, als einem das dann vielleicht später mal fehlt.
Darum ist der Bernadette und dem Franz Müller das Abschied schwer gefallen. Trotzdem freuen sie sich auf das neue gemeinsame Projekt. Das Leben im Ruhestand. Oder besser gesagt im Unruhestand. Denn die beiden haben ganz viele Ideen, was sie noch alles machen wollen.